Ich bin Christopher und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In diesem Video soll es zur Apfelblüte ins alte Land in der Nähe von Hamburg und in die schöne Gegend zwischen Elbe und Weser gehen. Das alte Land zählt zu den größten Obstanbaugebieten in Europa. Zur Kirsche und besonders zur Apfelblüte ist es sehr hübsch hier anzuschauen. Die Apfelblüte liegt dabei zwischen Ende April, Anfang Mai, je nach Witterung. Wenn ihr in der Zeit hier übernachten möchtet, empfiehlt es sich rechtzeitig vorher zu buchen, denn das alte Land ist zu der Zeit ziemlich voll. Die hier skizzierte Tour ist grob 350 Kilometer lang und wer lieber etwas gemütlicher unterwegs ist und auch alle Empfehlungen anschauen möchte, der sollte die Tour vielleicht in 2 Teilen angehen. Die Gegend kann kurventechnisch zwar nicht mit den klassischen Motorradregionen mithalten, aber sie ist definitiv etwas fürs Auge. Und wenn es mein Kalender erlaubt, schaue ich zur Obstblüte gern mit dem Motorrad hier vorbei. Auch wenn die holsteinische Schweiz fährt, kann je nachdem, von wo er oder sie anreist, zumindest das alte Land mit in seine Route einbauen. Wer sich von Süden her nähert, sieht schon früh erste kleine Apfelanbauflächen entlang des Weges, bevor er in Buxtehude, das südliche Einfallstor des alten Landes, einfährt. Wer direkt zu Beginn der Tour einen Kaffee trinken möchte oder ein Fan der Backsteingotik ist, dem sei die Altstadt von Buxtehude empfohlen. Hier lässt sich gemütlich sitzen oder die nahegelegene evangelische Pfarrkirche St. Petri besuchen. Eine Backsteinbasilika aus dem 13. Jahrhundert. Buxtehude ist manchem vielleicht auch als Märchenstadt bekannt. Das Märchen über den Wettlauf zwischen Hase und Igel von Wilhelm Schröder spielt in Buxtehude. Das Märchen wurde auch von den Gebrüdern Grimm in ihre Sammlung der Kinder- und Hausmärchen aufgenommen und dadurch wohl erst richtig berühmt. Ursprünglich war das alte Land ein unbewohnbares Feuchtgebiet, welches immer wieder von der Elbe überflutet wurde. Erst die Holländer legten hier Deiche an und entwässerten das Gelände. Waren die Holländer mit einem Gebiet fertig und es war bewohnt und urbar, dann sprachen sie vom alten Land, im Gegensatz zu dem neuen Land, das erst noch trockengelegt werden musste. Irgendwann war nun alles entwässert und das gesamte Gebiet hieß Altes Land. Dieser Name hat sich bis heute gehalten. Die Sedimente, die sich durch die damals ständigen Überflutungen der Elbe abgelagert hatten, bildeten die fruchtbare Grundlage für den großflächigen Obstanbau. Hier ist das Airbus-Werk Hamburg-Finkenwerder. Wer den Umweg nicht scheut oder seinen Airbus abholen möchte, findet hier beim Delivery Center eine schöne Aussichtsplattform, von der aus man einen netten Überblick hat über die Landebahn und das Airbus-Werk. Wieso haben die einen eigenen Flughafen? Die kriegen Flugzeugteile aus den anderen Airbus-Werken in Toulouse und England. Und die kommen hier an und werden zu Flugzeugen zusammengebaut. Und dann müssen die natürlich auch irgendwo starten und landen können. Über die meist geöffnete Klappbrücke am Sperrwerk der Eeste-Mündung geht es Richtung York. Oft sieht man im alten Land die großen Obsthöfe mit ihren redgedachten Fachwerkhäusern, die nicht selten auch Hofläden mit kleinen Cafés auf dem Gelände anbieten.
Vor allem sieht man aber natürlich Apfelblüten, soweit das Auge reicht. In der Gegend werden Touristen, die sich diesen Blütenreichtum nicht entgehen lassen, auch gerne Blütenspanner genannt. Wer den Trubel und die vollen Straßen scheut, fährt am besten unter der Woche hierher oder kommt im Herbst. Da ist die Blütenpracht natürlich vorbei, aber man kann direkt frisch geerntete Äpfel und Apfelsaft in den Hofläden kaufen. Empfehlenswert ist es, nach York von der Elbseite einzufahren. Hier passiert man direkt zu Anfang die Bosteler Windmühle Aurora, die in ihrem heutigen Erscheinungsbild 1856 erbaut wurde. Natürlich musste sie seitdem mehrfach modernisiert und restauriert werden und seit 1993 beherbergt die Mühle auch eine Gastwirtschaft. York selbst bietet weitere tolle Fachwerkhäuser, ist aber an den Wochenenden der Obstblüte meist stark überlaufen. Eine alte Zugbrücke nach dem Vorbild früherer holländischer Brücken findet sich zwischen Steinkirchen und Mittelkirchen. Die Hogendiekbrücke ist mit ihren 1,5 Metern Breite für Fußgänger und Radfahrer passierbar und ein beliebtes Fotomotiv unweit der Straße. Das 42 Meter lange Original von 1975 musste 2014 durch einen weitgehend originalgetreuen Nachbau ersetzt werden. Einer der Motorradtreffs im Norden ist sicherlich der Lühe-Fähranlieger in Gründeich. Ich bin unter der Woche und morgens unterwegs und habe das seltene Privileg, der einzige Biker am Platz zu sein. Etliche Imbisswagen laden hier zu Kaffee oder einem kalorienreichen Imbiss ein. Da mir am Morgen allerdings noch nicht der Sinn nach Currywurst steht, fahre ich weiter nordwärts. Der Altstadt der Hansestadt Stade sollte man unbedingt einen Besuch abstatten. Auch wenn es nur für einen Eisbecher oder Cappuccino am Hafenbecken des alten Seehafens mit dem darin meist festgemachten Plattbodenschiff und dem historischen Tretkahn ist. Hinter Stade verlassen wir das alte Land, es beginnt eine dünn besiedelte Landschaft, durch die man sehr beschwingt dahin gleiten kann.
Um wirklich keine Chance auf eine Pause auszulassen, könnte man sich auch in Wingst auf einen kurzweiligen Besuch im Wald so einlassen und danach den nahegelegenen Deutschen Olymp besteigen. In den 23 Meter hohen Turm Bezwing befindet sich etwa 90 Meter über Normal Null und hat damit tatsächlich schon eine erstaunliche Aussicht über die Region. Für ein etwas anderes Ausflugsziel bietet sich der Kreidesee in Hemmoor an. In dem bis zu 60 Meter tiefen Gewässer gehen bei gutem Wetter Dutzende Taucher ihren Hobby nach. Am Kiosk der Tauchbasis lässt sich gut bei einem Kaffee der vielleicht etwas ungewohnte Anblick von so vielen Tauchbegeisterten genießen. Wer etwas mehr Geld mitbringt, kann hier sogar für rund 300 € mit einem kleinen U-Boot abtauchen. Ich fahre heute aber an beiden Zielen nur vorbei. In Bad Bederkesa findet sich mit dem Pavillon an der Burg ein weiterer Motorradtreff im Norden. Ein Spaziergang zur nahegelegenen Burg lohnt sich. Dies ist einer der wenigen nicht kirchlichen Bauten im Landkreis Cuxhaven, dessen Geschichte bis ins Mittelalter reicht. Wer keine Burgen mag, kann ja auch direkt am See das Café Dobbendeel besuchen oder einfach weiterfahren für etwas mehr maritimes Flair. In Cuxhaven lockt mindestens die Aussichtsplattform Alte Liebe, von der aus man den großen und kleinen Pötten nachschauen kann, die in die Elbe ein- oder ausfahren. Als Motorradfahrer hat man hier gute Parkmöglichkeiten nahe des gut sichtbaren Hamburger Leuchtturms. Ein wirklich maritimer Motorradtreff findet sich direkt am Kutterhafen Dorum. Wer beim Abstellen des Motorrads nicht aufpasst, könnte direkt ins Hafenbecken rollen. Diverse Buden versorgen einen mit Fischbrötchen, Bratwurst und Co. Im nahen Nationalparkhaus Wurster Nordseeküste gibt es ein kleines Aquarium, in welchem man kostenlos die Nordseebewohner aus der Nähe beobachten kann, ohne nass zu werden. Ein kurzer Gang zum Leuchtturmdenkmal bringt direkte Nordseebrise und unverbauten Blick aufs Wattenmeer. Mit seinen für Norddeutschland kurvigen kleinen Straßen ist der Weg nach Bremerhaven ein echtes Fahrvergnügen.
Bremerhaven kann man kurz von der weiten Welt träumen und einen Abstecher Richtung Hafen wagen. Mit über 1,7 Millionen Fahrzeugen pro Jahr gehört Bremerhaven übrigens zu den größten Auto-Umschlagterminals der Welt. Nur falls ihr euch mal gefragt habt, wo die ganzen LKW mit Neuwagen in Norddeutschland hinwollen. Für eine Pause wesentlich besser geeignet ist in Bremerhaven das sogenannte Schaufenster, wo man sich in verschiedenen Lokalen frischen Fisch schmecken lassen kann. Natürlich kann man den auch mitnehmen, aber auf dem Motorrad ist das ja immer so eine Sache. Auch hinter Bremerhaven gibt es hübsche Sträßchen. Teils wie durch schmale grüne Tunnel fährt sich verkehrsarm südwärts. Zum Ende der Tour sollte man noch Worpswede ansteuern. Als Künstlerort weit bekannt wohnen hier auch heute noch viele Künstler. Ende des 19. Jahrhunderts ließen sich hier unter anderem die Künstler Fritz Mackensen, Hans am Ende und Otto Modersohn nieder, um hier zeitweise gemeinsam zu arbeiten. Wenn man so möchte, also die Gründungszeit der Künstlerkolonie in Worpswede. Ein Rundgang oder zumindest ein weiterer Cappuccino kann ich hier in jedem Fall empfehlen. Natürlich gibt es darüber hinaus auch noch viel Kunst anzuschauen. Wem das gefällt und wer noch Zeit und Energie hat, kann das gerne machen. Ja, und hier endet auch unsere Tour. Freut mich, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.